Man hört immer öfter sowas wie, das ist ziemlich toxisch. Pass mal auf, das klingt super narzisstisch. Aber jetzt mal ehrlich, wisst ihr, was das genau bedeutet? Also, so wirklich? Unter Narzissmus versteht man grob definiert Menschen, die sich nach Aufmerksamkeit und Bewunderung sehnen und anderen gegenüber ziemlich rücksichtslos sind. Schlagzeilen darüber, dass irgendwer narzisstisch sein soll, kochen immer wieder hoch. Und nur um das schon mal zu sagen, wir werden hier in diesem Video nicht auf einzelne Personen eingehen, also sorry, wenn ihr das erwartet habt, aber dafür sind wir nicht da. Auch in Filmen und Serien gibt es oft das Klischee von irgendwelchen narzisstischen Menschen, meistens in Hauptrollen. Zum Beispiel in der aktuell sehr gehypten Serie You beim Charakter Joe. Of course, I want you, but I can't have you. Und eigentlich sehen wir sogar schon seit wir klein sind narzisstische Charaktere. Wie hier in König der Löwen durch zum Beispiel Scar, der verzweifelt versucht, Ruhm und Anerkennung zu gewinnen und nicht damit zurechtkommt, dass ihn kaum jemand ausstehen kann. Ich bin der König, ich kann machen, was immer ich will. Wärst du ein halb so guter König wie Mufasa? Ich bin 10-mal so gut, wie Mufasa es war. Oder bei Die Schöne und das Biest durch Gaston. Er ist so in sich selbst verliebt, dass er Belle nie als eigenständige Frau sieht, sondern nur als schönes Accessoire an seiner Seite. Weißt du, Belle, es gibt nicht ein Mädchen in der Stadt, das nicht gerne in deinen Schuhen stecken würde. Heute ist der Tag... Heute ist der Tag, an dem deine Träume wahr werden. Aber auch im echten Leben begegnen uns narzisstische Menschen als Partnerin oder Partner oder sogar als Elternteil. Und wie und ob man damit umgehen kann, das habe ich Uroba gefragt. Sie ist klinische Psychologin und Psychotherapeutin in Ausbildung und außerdem beim Funkkanal Psychologie am Start. Nicht mal Erwachsene können sich da gut schützen und Kinder fast gar nicht. Aber was ist da jetzt eigentlich genau dran und was ist Narzissmus eigentlich? Ist es ein normaler Drang nach Bewunderung oder irgendwann wirklich krankhaft? Und wenn ja, ab wann? Weil sind wir nicht irgendwie alle so ein bisschen drauf aus, Bestätigung und Aufmerksamkeit zu bekommen, vor allem in Zeiten von Social Media? Ich habe das so schwer gesagt, weil Social Media einfach... Da muss man schon mal vorher durchatmen. Und wie sich das Bild von narzisstischen Personen in Serien und Filmen von der Realität unterscheidet, da schauen wir uns jetzt auch mal genauer an. Ich hätte sehr viele Sachen gerne so ein bisschen früher gewusst, das kann ich schon mal verraten. Deswegen, let's go. Narzissmus wird ziemlich oft nur in einem negativen Zusammenhang gebracht. Alleine schon in Filmen sind narzisstische Rollen nie die Guten. Also ich meine... Niemand will, dass solche Dinge passieren. Aber der König ist tot. Und wenn du nicht gewesen wärst, würde er noch leben. Oh mein Gott. Ich heule auch immer noch bei dieser Szene. Das ist so sad. Aber wirklich, ey, wenn ich mal richtig heulen möchte, schaue ich mir diese Szene an. Oh wow. Aber es gibt ihn, den guten Narzissmus. Also eigentlich haben wir alle narzisstische Züge und das ist auch gut so, das ist gesund, dass wir narzisstische Züge haben, weil jeder von uns hat auch das Bedürfnis, Bewunderung zu bekommen oder nicht so viel Kritik zu bekommen. Ne? Ab wo es sozusagen ein Problem wird, wenn es halt systematisch sozusagen betrieben wird. Menschen mit ausgeprägten narzisstischen Zügen haben kaum ein Gefühl für Empathie und haben gleichzeitig ein sehr großes Bedürfnis, bewundert zu werden. Das heißt aber, dass wirklich alle um einen herum, egal ob Familie, die große Liebe, Menschen, mit denen man befreundet ist oder mit denen man zusammenarbeitet, alle müssen einen bewundern. Nicht kritisieren, den Fokus auf andere Menschen legen oder sonstiges, alle schauen nur diese eine Person an. Und um diese Bedürfnisse erfüllt zu bekommen, sind sie manipulativ anderen gegenüber, nutzen andere aus oder gehen sogar so weit, dass sie andere Menschen dafür missbrauchen. Dann sprechen wir aber nicht mehr von einem Charakterzug, sondern von einer Persönlichkeitsstörung. Was Persönlichkeitsstörungen auch wirklich ausmachen, ist, dass die, jetzt benutze ich einen Fachbegriff, Ich-Symptom sind. Das heißt, dass die wirklich übergehen, dass man wirklich, wenn man die Merkmale mal liest, dass man sagen kann, hey, das bin ich als Person, aber das ist auch okay. Ich will auch so sein. Es ist in Ordnung. Ich bin so eine tolle Person und möchte deswegen auch bewundert werden und die anderen sollten sich glücklich schätzen, dass die mich bewundern können überhaupt. Oft wird es dann mit sehr erfolgreichen Karrieremenschen in Verbindung gebracht, wie hier bei Der Teufel trägt Prada mit Meryl Streep in der Hauptrolle. Keiner auf der Welt kann das, was ich kann. Kaum selbstverliebt oder so. Da kenne ich auch so ein paar Leute, die das von sich denken. Das guckst mich dann einfach an. Nein, nicht du. Oder wie hier in The Wolf of Wall Street mit Leonardo DiCaprio. Und ich liebe euch alle. Ich liebe euch alle aus tiefstem Herzen. Ich liebe dich auch, Jordan. Meine ich ernst. Alle hier lieben dich. Ich liebe dich auch, Jordan. Wir alle lieben dich.
Und dabei sind nicht alle narzisstischen Menschen automatisch laut. Es gibt auch den verdeckten Narzissmus. Es gibt dann nämlich unterschiedliche Formen und auch die können sich nochmal untereinander vermischen. Und wenn wir uns mal den verdeckten Narzissmus genauer anschauen, dann ist der mit am schwersten zu erkennen. Da geht es einer Person dann eher darum, Lob und Mitgefühl zu erfahren, wenn sie sich selbst als das Opfer der Umstände darstellt. So dieses, ich musste so handeln, weil. Nach meiner Erfahrung ist es oft so, dass wenn es narzisstische Frauen sind, die sich häufig auch in so eine Opferhaltung bringen und dadurch ihre eigenen Bedürfnisse erfüllt bekommen. Dass sie sagen, oh, ich bin ja sozusagen das Opfer meines Umfeldes und deswegen müssen mir die anderen jetzt was geben, damit es mir einfach gut geht. Leiser Narzissmus wirkt sich im Vergleich zu lautem unsicher und zurückhaltend aus. Betroffene sind aber genauso selbstbezogen und haben auch kein Empfinden für Empathie. Nur trauen sie sich nicht, das so offensichtlich zu zeigen, zum Beispiel wegen einem geringen Selbstwert, Scham oder Hilflosigkeit. Diese verletzlichen Seiten und damit verbundene Selbstwertproblematik haben übrigens auch viele laute narzisstische Menschen, nur vertuschen sie es mit ganz viel Tamtam hinter dieser Fassade von wow, ich bin total großartig. Aber eigentlich sind narzisstische Personen gar nicht so selbstbewusst, wie man denkt. Ihr Selbstwert hängt nämlich sehr stark von der Anerkennung anderer ab. Kann man denn sagen, ob es mehr narzisstische Frauen oder mehr narzisstische Männer gibt? Es gibt schon Studien, die zeigen, dass Männer tatsächlich mehr betroffen sind vom narzisstischen Dasein, von der Persönlichkeitsstörung. Obwohl man auch hier sagen muss, bei Frauen ist dieses grandiose Darstellen und so ein bisschen subtiler, ein bisschen verdeckter. Und deswegen geht man auch davon aus, dass die Dunkelziffer bei Frauen höher ist, als man denkt. Aber man geht schon davon aus, dass so 60 oder 70% Männer davon betroffen sind. Es gibt auch Studien, die sagen, dass Narzissmus auch auf einen genetischen Faktor zurückzuführen ist. Aber Genetik ist definitiv nicht die einzige Ursache. Narzisstische Züge entwickeln sich auch durch Umweltfaktoren, sowas wie bin ich aufgewachsen, was habe ich erlebt und sehr oft spielen da traumatische Erlebnisse eine Rolle. Geprägt werden narzisstische Menschen meistens schon in der Kindheit. Wenn Kinder beispielsweise ständig gelobt werden, auch wenn sie eigentlich gar nichts geleistet haben, dann kann das später dazu führen, dass sie sich selbst überschätzen und sich grundsätzlich für etwas Besseres halten. Andersherum geht es aber auch, also dann, wenn Kinder vernachlässigt werden, beispielsweise von Eltern, die selbst narzisstisch sind. Kinder müssen eigentlich geschützt werden und sind sehr, sehr abhängig von den Eltern oder von den Elternteilen. Und bei narzisstischen Eltern ist es so, dass es nicht um die Kinder geht und nicht um die Bedürfnisse der Kinder, sondern immer leider um die Bedürfnisse von den Eltern oder beziehungsweise von dem Elternteil. Die Kinder stellen häufig sozusagen so eine Art Verlängerung oder die Bedürfniserfüllung von den Eltern dar. Dabei geht es auch oft darum, dass Eltern ihre Kinder benutzen, um ihre eigenen Träume und Wünsche zu erfüllen. Also zum Beispiel, wenn Eltern es nicht geschafft haben, ihren Traumberuf zu erreichen. Sagen wir mal, die Mama wollte immer Ärztin werden, hat es aber nicht geschafft, dann wird alles daran gesetzt, dass das Kind es schafft. Du weißt nicht, was für ein Glück du hast, mich zu haben. Ich habe die ganze kaputte Scheiße genommen und geschluckt, weil du, meine Tochter, ein schönes Leben haben solltest. Dann kippt es in so eine Art Dynamik von, ja, du hast es geschafft, aber du hast es nur geschafft, weil ich dich so dolle gefördert habe. Du hast dir eigentlich als Kind nichts drauf. Ich habe dich gefördert. Ich verdiene eigentlich die ganze Bewunderung und nicht du als Kind, die sich eigentlich die ganze Mühe gegeben hat. Das kann dazu führen, dass Kinder von narzisstischen Eltern schneller an einem Burnout oder einer Essstörung erkranken. Und auch sie haben wie ihre Eltern ein geringes Selbstwertgefühl, weil ihre Leistungen von den Eltern heruntergespielt werden. Hey, kommt deine Mama eigentlich zum Schulkonzert? Nein, das ist wirklich keine gute Idee. Also das ist halt mein Tag. Ich spiele heute die Hauptrolle und freue mich so sehr drauf. Und wenn meine Mutter kommt, dann geht es einfach nur noch um sie. Wenn ich sie einlade, dann wird sie mich nur noch kritisieren bei der Vorführung. Das ist alles nicht ihre Schuld, das ist einfach nur ihre Erkrankung. Und genau das ist eben der Struggle. Die Menschen sind an einer Persönlichkeitsstörung erkrankt, aber es leidet wie bei diesem Beispiel vor allem auch das eigene Kind darunter. Betroffene von narzisstischen Eltern berichten auch darüber, dass sie sich als Kinder meist unsichtbar gefühlt haben, weil sie durch die Selbstdarstellung der Eltern keine Liebe, Wärme oder Empathie erleben konnten. Diese Erziehung hat sicherlich irgendeine Form von Auswirkung, oder? Also inwiefern äußert sich das dann bei den Kindern? Was kann da im schlimmsten Fall hängen bleiben? Total. Also erstmal sind Kinder dann häufig auch gefährdet, selbst auch eine narzisstische Struktur zu entwickeln, so traurig wie es leider klingt. Aber sehr, sehr, sehr häufig, was noch häufiger vorkommt, ist, dass die ganz große Probleme haben, ihre eigenen Bedürfnisse zu identifizieren, ihre eigenen Gefühle zu identifizieren, weil es ging ja nie um sie. Es ging nie um das Kind, es ging nie darum, was das Kind braucht. Dass narzisstische Eltern ihre Kinder zur Befriedigung der eigenen narzisstischen Bedürfnisse benutzen, hat Folgen. Betroffene können im Erwachsenenleben zum Beispiel Depressionen, Selbstwertprobleme, Verlustängste oder Beziehungsprobleme entwickeln.
Ob man in einer narzisstischen Beziehung mit einer Person ist, das kann man nicht so pauschal anhand von 2, 3 Stichpunkten festmachen. Grundsätzlich ist Narzissmus auch eine Diagnose, die nicht mal einfach so gemacht werden kann. Es gibt aber Anzeichen, die sich wiederholen und einen Verdacht stärken könnten. Sowas wie, die Person muss immer im Mittelpunkt stehen, es muss immer nach ihren Wünschen gehen, die Person muss immer der bessere Part von beiden sein, Kritik ist einfach nicht möglich, sie sind nicht ehrlich, auch was Affären und Treue angeht, und man fühlt sich ziemlich schnell ausgenutzt. Und narzisstische Menschen sprechen ungern über ihre Gefühle. Sie lassen keine echte emotionale Nähe zu, deshalb kann es dem Gegenüber schnell an Geborgenheit und Intimität fehlen. Das sieht man zum Beispiel auch sehr stark bei 50 Shades of Grey. Hier geht es um eine Beziehung zwischen Anna und dem 6 Jahre älteren Milliardär Christian Grey. Nachdem sie unterschrieben hat, dass sie die Klappe hält zu all dem, was zwischen ihnen passiert, lässt sie sich auf seine BDSM-Spiele ein und erfährt später, dass er in seiner Kindheit schwerer Gewalt ausgesetzt war und traumatisiert ist. Nachdem er erfährt, dass sie Jungfrau ist, schläft er mit ihr und, naja, was soll man sagen, es geht nur um seine Bedürfnisse. Emotionale Nähe lässt er nicht zu. Es ist ihm ziemlich egal, was sie will, und er testet immer wieder aus, wie weit er gehen kann und überschreitet eine Grenze nach der anderen. Man merkt es ganz, ganz häufig, dass die Verantwortung für das eigene Verhalten von der narzisstischen Person nicht übernommen wird. Also wenn die mal ausgerastet ist, dann liegt es nur daran, dass das Gegenüber sie dazu gebracht hat, dass man ausrastet. Also dass man selbst irgendwie sogar gewalttätig oder so geworden ist. Und das wird natürlich ganz, ganz manipulativ über eine ganz lange Zeit rübergebracht, indem man es dann wirklich am Ende dann auch glaubt. Dann geht es so weiter, dass Anna irgendwann ihre eigenen Regeln festlegt, Grenzen zeigt und Christian langsam wirklich eine emotionale Nähe zu ihr aufbaut. So romantic. Und genau das ist eine problematische Botschaft, denn so könnte einem vielleicht vermittelt werden, dass man bloß durch Geduld und Liebe eine narzisstische Person ändern kann, aber Geduld halt eben keine Persönlichkeitsstörung. Das heißt übrigens nicht, dass narzisstische Menschen sich nicht ändern könnten, aber dazu später mehr. In einem Artikel heißt es auf die Frage, ob man mit einem Menschen mit narzisstischen Zügen zusammen sein kann, dass es davon abhängt, wie leidensfähig man sei. Autsch. Und dass oft nicht selbstbewusste Menschen mit einem Narzissten oder einer Narzisstin zusammenkommen. Das schließt aber nicht aus, dass selbstbewusste Menschen auch davon betroffen sein könnten. Narzisstische Menschen sind nämlich verdammt gut in Manipulation und Gaslighting. Ja, ich weiß, wieder so ein Wort, mit dem gerade sehr viel um sich geworfen wird, aber deswegen habe ich Oroba mal gefragt, was das genau bedeutet. Also Gaslighting ist, wenn man das definieren mag, einfach so gezielte Änderung der Wahrnehmung einer anderen Person, und genauso wird es dann auch mit der eigenen, mit der Persönlichkeit gemacht, so mit der anderen Person. Hier, du bist so sensibel oder du bist so verrückt oder du bist so wahnhaft, ne, dass du jetzt glaubst, ich will dir schaden oder so. Es wird einem so häufig gesagt, dass die andere Person das Problem ist, dass man dann irgendwann wirklich anfängt daran zu glauben, und die Wahrnehmung verändert sich komplett. Hier spricht man auch von einer Täter-Opfer-Umkehr, also das heißt, dass einem die Schuld zugesprochen wird, obwohl man gar nicht schuldig ist. Was sind denn so typische Sätze, die man da hören kann, wenn man gerade eine Täter-Opfer-Umkehr erfährt? Wenn du jetzt mich nicht da kritisiert hättest, dann wäre ich nicht so ausgerastet. Oder wenn du nicht so sensibel wärst, ne, dann hätten wir diese Probleme in der Beziehung nicht. Also ständig so Schuldzuweisungen, auch teilweise an den Selbstwert der anderen Person. Hand aufs Herz, Leute, wer von euch hat schon mal so einen Satz gehört und hardcore an sich selbst gezweifelt? Lasst uns bitte mal wissen. Diese Schuldsache ist ein ganz großes Thema im Narzissmus und sollte nicht unterschätzt werden, denn dadurch wird dem eigentlichen Opfer nämlich seine eigene Wahrnehmung abgesprochen. Werden narzisstische Menschen dann aber ertappt, reagieren sie häufig nicht mit Einsicht, sondern mit Lügen, Erpressung und Wut. Die Netflix-Serie You schauen sich wieder sehr viele Leute an wegen der neuen Staffel und darüber rede ich jetzt auch gleich, aber ohne Spoiler, versprochen. Es sei denn, ihr habt die Serie noch gar nicht gesehen, dann schon, aber jetzt seid ihr hiermit offiziell gewarnt. Alles, was auch in den neuen Folgen klar wurde, war schon vorher ziemlich absehbar. Joe trifft Beck, eine Studentin, er findet sie hübsch, aber sie ist auch unsicher. Joe beschließt, dass sie ihn lieben wird. Voll romantic, oder? Er will alles über sie wissen und versucht es nicht so, wie man es erwarten würde, durch Smalltalks bis hin zu klassischen Dates oder so, sondern eher so mit Mord, Einbruch und Stalking. Also ja, eher nicht so romantic, würde ich sagen. Funktioniert auch zuerst, aber eben nicht langfristig, weil irgendwann sind alle tot. Also erst alle, die ihm und Beck im Weg stehen, zum Beispiel der Ex-Freund von ihr oder ihre beste Freundin, am Ende dann aber auch Beck, weil sie nicht das gemacht hat, beziehungsweise das für ihn empfindet, was er wollte. Also jetzt mal so ganz grob zusammengefasst. Und dasselbe Spiel wiederholt sich immer und immer wieder in der Serie. Mal abgesehen davon, dass das super toxische Beziehungen sind, die da gezeigt werden und Joe seine Partnerin immer und immer wieder von allen anderen isolieren will und dann immer alle tötet,
findet. Es geht nur darum, dass Joe seine Bedürfnisse vor allem in Beziehungen irgendwie befriedigt bekommt. Es geht gar nicht um seine Partnerin oder um die andere Person. Narzisstisch eben. Wobei man vielleicht dazu sagen muss, dass es Love auch ganz schön in sich hatte. Es ist aber natürlich auch eine ganz extrem Situation, die da gezeigt wird. Ne? Es ist so extrem ist es nicht. Da wird ja auch ganz viel Gewalt und ganz viel Tötungen oder Mord gezeigt. Ne? Das ist natürlich nicht so, dass jetzt alle Personen, die irgendwie narzisstisch veranlagt sind oder eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben, auch direkt zu so viel Gewalt neigen. Man erfährt in der Serie, dass Joe in seiner Kindheit viel emotionale Kälte erleben musste, was jetzt keine Entschuldigung ist, aber es sind eben die Auswirkungen auf seine Psyche, die hier in mehreren Staffeln gezeigt werden. Er zeigt alle Anzeichen eines Narzissten. Er bricht in Wut aus, wenn er das Gefühl hat zu verlieren, er stalkt, ohne dass er erwischt wird, er lügt, ohne aufzufliegen, er manipuliert, ohne manipulativ zu wirken. Joe hat immer eine Rechtfertigung für sich. In seinen Gesprächen zu sich selbst merkt man dann auch, wie er sich alle Morde erklärt. Er hat nie getötet, weil er jemanden nicht mochte, sondern weil er denkt, dass er musste. Ich habe die Frau gerade mit einem Stein erschlagen. Yep. Gott, wie das klingt, ich würde niemals einer Frau etwas antun. Naja, aber du hast sie umgebracht. Aber sie war eine gefährliche, blutdürstige Harpie. Sie hat mich dazu gezwungen. Sie ist schuld. Bist du dir sicher? Ich musste es tun, Beck, ich musste. Weiß ich jetzt nicht. Ich bin kein schlechter Mensch, aber sie hätte dich zerstört. Also nur um das klarzustellen, das war ihre beste Freundin? Doch jetzt bist du in Sicherheit, dank mir. Ich will, dass du das beste Leben lebst. Ich tue das alles für dich. Und das ist nicht einfach. Es ist hart und erfordert alles von mir. Erzähl mir mehr. Ich bin tapfer. Wie viele Typen sind bereit, so viel für ihre Liebe zu tun? Ehrlich, Beck. Sehr froh, dass du mich hast. Ja, da weiß ich jetzt auch nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Ihn jetzt aber als das Beispiel für Narzissmus zu sehen, kann gefährlich sein, denn es ist natürlich immer noch eine Serie. Das soll jetzt nicht kleinreden, was narzisstische Menschen auch im Real Life machen, aber Oroba hat Bedenken, wenn man ihn als Maßstab nimmt. Es kann aber problematisch werden, wenn man das jetzt wirklich als Narzissmus benennt und sagt, hey, Joe hat wirklich jetzt eine narzisstische Persönlichkeitsstörung und alle narzisstischen Persönlichkeitsstörungen sehen genauso aus. Das wäre extrem stigmatisierend für die Personen, die wirklich sozusagen von dieser Persönlichkeitsstörung betroffen sind, würde ich jetzt sagen. Da wird sozusagen das Schamgefühl so groß werden bei den Personen, dass sie sich kaum Hilfe suchen würden. Es gibt zwei Seiten, die man beachten muss, wenn man davon spricht, sich vom Narzissmus befreien zu wollen. Es gibt die Seite, die sich versucht, aus einer narzisstischen Beziehung zu lösen. Wenn man danach sucht, wie man so eine Beziehung beenden soll, kommt schnell sowas wie, das sollten sie nie tun, weil man dann was falsch gemacht hat und wieder dran schuld ist, dass der Narzisst so oder so reagiert? Und genau das macht ja die narzisstische Person auch, ne? Dieses Schuldinduzieren. Was man machen kann, ist, dass man sich Wissen aneignet. Wissen über, wie denken oder wie verhalten sich narzisstische Personen, wie funktioniert überhaupt Manipulation, was für Strategien gibt es da von Menschen, was ist zum Beispiel Gaslighting, was ist sozusagen wirklich meine Schuld, was sagt die Person mir die ganze Zeit nur. Also Wissen ist da wirklich echt ganz, ganz viel Macht. Und wenn man das alles weiß, dann denkt man sich, boah, ist ja gar nicht alles meine Schuld. Das ist ja die andere Person, die mir das die ganze Zeit sagt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ein weiterer Punkt, den ich noch nennen möchte, ist, bitte, bitte hört nicht auf, mit eurem Umfeld zu sprechen. Wenn es einem nicht gut geht mit einer anderen Person, dann hilft oft ein Kontaktabbruch. Klare Grenzen ziehen ist wichtig für die eigene mentale Gesundheit, auch wenn es die eigenen Eltern sein sollten. Und auf der anderen Seite geht es darum, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung zu behandeln, wenn man selbst eine narzisstische Person ist. Dafür muss man das Problem aber erstmal erkennen. Oroba hat für uns eingeordnet, ob das überhaupt therapierbar ist. Ja, also alles ist behandelbar, alles ist therapierbar, würde ich sagen, wenn es die Person aber auch selbst wirklich möchte. Das ist auch der Knackpunkt, wo man sagt, okay, meistens gibt es da keine Änderung, weil die Person selbst damit überhaupt kein Problem hat. Narzisstische Menschen haben oft ein höheres Risiko, an einer Depression zu erleiden und bekommen im schlimmsten Fall schneller Suizidgedanken. Denn Niederlagen wie eine Kündigung oder eine Trennung können sie nur schwer verarbeiten. Und oft brechen narzisstische Personen die Therapie schneller ab. Wenn sie merken, dass sie nicht beliebt sind, beginnt eine Art Teufelskreis. Sie können nicht verstehen, wenn sich jemand von ihnen abwendet und sehen diese Reaktion dann als böswillig oder unangemessen an, wobei sie doch selbst so bewundernswert sind. Sehen aber nicht, dass die anderen Personen aus Selbstschutz gehen, weil Grenzen überschritten wurden. Narzisstische Menschen versuchen dann noch mehr zu leisten, um sich die nötige Bestätigung zu holen. Dadurch geraten sie in die Gefahr einer permanenten Selbstüberforderung. Und das macht das Leben eines narzisstischen Menschen sogar für sich selbst gefährlich. Nach außen wird die Schuld aber natürlich dem oder der Ex zugeschoben, um als Sieger oder Siegerin aus der Trennung hervorzugehen. Und trotzdem, auch narzisstische Menschen können lernen, sich selbst zu reflektieren. Der YouTuber Luca hat sich beispielsweise in diesem Video hier dazu öffentlich geäußert und sagt, dass er selbst ein Narzisst ist und jetzt in Therapie ist. Geht es mir darum, dass ich einfach wirklich ein arroganter Wichser bin. Ich habe narzisstische Züge, die ich besiegen muss. Ich habe mich oft sehr, sehr stur verhalten,
Nicht nur Freunden gegenüber, sondern generell Mitmenschen. Habe häufig auf Gefühle geschissen, habe gedacht, ich wäre immer der Richtigste, der die beste Meinung hat, die auch umgesetzt werden sollte. Ich habe mir sehr, sehr häufig gedacht, wenn ich ein Problem habe, wenn irgendwas bei mir ist, was mich belastet, dann mache ich das mit mir selbst aus, weil ich nicht verletzlich rüberkommen wollte. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als ich das Video gesehen habe, fand ich das schon ziemlich krass. Also das habe ich vorher so noch nie so richtig gehört, dass man das so offen zugibt. Und ich kann mir vorstellen, dass da sehr viel dazu gehört. Habt ihr mal Erfahrungen mit Narzissmus machen müssen? Egal in welcher Art, dann schreibt's mal bitte in die Kommentare. Das Wichtigste, was man bei diesem Thema mitgeben kann, bleibt im Austausch mit euren Liebsten. Egal, ob ihr selbst narzisstische Züge habt oder in Kontakt mit narzisstischen Menschen seid. Es ist wichtig, sich immer daran zu erinnern, dass man damit nicht alleine ist. Wenn man möchte, kann einem geholfen werden. Und wie so oft solltet ihr euch natürlich nicht von dem Bild der Medien von narzisstischen Figuren leiten lassen, denn oft steckt hinter so einer Diagnose so viel mehr, nämlich eine diagnostizierte Persönlichkeitsstörung, an denen Menschen erkrankt sind. Und dessen sollten wir uns alle bewusst sein. Wenn euch das Thema toxische Beziehungen in Filmen interessiert, dann schaut euch dieses Video von Aurora an, falls noch nicht geschehen. Und hier geht es zu einer Coming-of-Age-Serie, in der es um die Suche nach der eigenen Identität und auch den Einfluss von narzisstischen und manipulativen Eltern geht. Glocke einschalten und Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Bye!